Willkommen zu meiner Gitarren-Challenge, in der du in 6 Wochen zum absoluten Gitarrenmeister wirst. Ja, also natürlich ein bisschen übertrieben. Ich möchte mit dir aber in den nächsten 6 Wochen ein paar richtig coole Sachen durchgehen, ein paar Challenges, die ein paar Aufgaben geben, von denen ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr wichtig sind. Das sind Dinge, wo ich geschaut habe, okay Hannes, wie machst du das und das in der Situation? Was brauchst du da als Profi im Prinzip in deinem Musikeralltag und wie kannst du das an einen Gitarrensüchtigen weitergeben, der richtig Bock hat zu lernen und einfach noch mehr Spaß an der Gitarre entwickeln möchte. Ja? Und da sind wir im Prinzip schon beim ersten Punkt angelangt. Ja? Es geht darum, was machst du, wenn du dich an die Gitarre setzt und was spielen möchtest? Ja? Was spielst du dann? Spielst du dann sowas? Oder das dann vielleicht in deutlich besser schon. Es geht mir aber einfach nur darum, dir zu zeigen, versuch so ein bisschen aus deinen alten Mustern auszubrechen und aus Sachen rauszubrechen, von denen du glaubst, dass du sie machen musst, damit du besser wirst und die machst du irgendwie so jedes Mal aufs Neue und irgendwie hast du das Gefühl, du wirst nicht besser dabei. Es geht nämlich einfach darum, wenn du dich an ein Instrument setzt, mach erstmal was, von dem du weißt, geil, das klingt fett, da kriege ich direkt Bock, da kriege ich Spaß, da kriegen vielleicht die Leute in meinem Umfeld, die mir zuhören, direkt Freude und sagen, hey geil, was spielst denn du da? Ja, und das ist letzten Endes das, worum es meiner Meinung nach beim Musikmachen geht. Es geht darum, dir selbst erstmal eine Freude zu bereiten, Spaß am Instrument zu haben und das Ganze natürlich dann im Idealfall auch noch mit etwas, was dich weiterbringt. Und dass du eben aus diesem Muster ausbrichst, immer das Gleiche zu spielen, was dich am Ende leider sowieso nicht wirklich weiterbringt. Insofern diese Challenge, ganz wichtiges Teil, wird in den nächsten 6 Wochen hier sonntags auf meinem Channel immer rausgehauen. Und schauen wir mal, ne? Was machen wir als erstes, wenn wir uns an die Gitarre setzen? Ich habe folgenden Vorschlag für dich. So, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, wo ich sage, klingt geil, macht Spaß, dem Ganzen zuzuhören, wenn das jemand spielt und es ist unglaublich viel an Informationen drin oder an wichtigen Dingen drin, die meiner Meinung nach beim Gitarrespielen eben wirklich ganz wesentlich sind. Zum einen geht es einfach darum, ich spiele hier ein bisschen mit vor allem Dynamik auch und gucke eben, dass ich was Cooles spiele, ne? Und nicht einfach in so einem normalen Schrammelmuster irgendwie loslege und irgendwie so vor mich hin düdel, sondern dass ich versuche, das Ganze einfach so intensiv wie möglich eben zu gestalten. Ja? Und ich schlage hier, um das Beispiel jetzt zu zeigen, die leere E-Seite an und gehe dann mit Mittel- und Ringfinger in den 4. Bund auf der G- und auf der E-Seite. Kannst du auch mit dem Zeige- oder Mittelfinger machen, was dir da besser passt. Ist eigentlich egal jetzt erstmal. Also. Dann spielst du die G, E und nochmal die G-Seite an. Dann das Ganze nochmal einen Bund tiefer im 3. Bund. Das Ganze nochmal im 2. Bund. Und dann Zeigefinger den 1. Bund auf der G-Seite und du schlägst die G, H und E-Seite an. Und dann wechselst du auf den E-Dur-Griff. Falls du nicht weißt, wie der E-Dur-Griff geht, schau mal hier unten in der Videobeschreibung nach. Da ist ein Crashkurs von mir, der liefert dir nochmal alles Wesentliche, was du brauchst zum Thema Akkordgriffe, Haltung und so weiter. Nur das am Rande. Also diesmal aber nicht im gewohnten Bereich, sondern alles einen Bund höher. Zeigefinger in den 2. Bund auf der G-Seite, Mittelfinger in den 3. Bund auf der A-Seite und den Ringfinger in den 3. Bund auf der D-Seite und darfst alle 6 Seiten anschlagen. Abgefahrener Akkord, oder? Ihr soll also richtig Spannung aufbauen. Und dann aufgelöst im E-Dur. Und das ist das, was ich meine zum Thema Dynamik und Ausdruck, das klingt immer so hochgestochen. Ja, es geht einfach darum, du spielst da was eine coole Spannung hat und eine coole Entspannung, ganz am Schluss, ja, wenn du dann das E-Dur spielst. Also du hast am Anfang nochmal, um das Ganze zu spielen. Und das kannst du natürlich dann auch mit Lautstärke kombinieren, ne? Dass du sagst, okay, ich hau die erste Seite richtig laut an und dann spiele ich hier diese Töne ganz leise und rutsche da vielleicht sogar auch so rein.
werde immer lauter und mache den dann hier mit einem Hammer-On, vielleicht auch, wenn du das schon kannst. Hau hier spiele erst die leeren 3 Saiten G, H und E an, mache dann einen Hammer-On in den ersten Bund, stoppe die Saiten ab, komplett Ruhe und dann richtig reingehauen, meine beiden E-Akkorde. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wo ich sage, das ist einfach was geil klingt. Da kann ich unglaublich gut mit Dynamik spielen und kann die Sachen auf die verschiedensten Arten spielen und es wird nie langweilig. Ja? Insofern viel Spaß beim Ausprobieren und beim Meistern dieser ersten Challenge und wir sehen uns dann auf jeden Fall spätestens nächste Woche wieder, wenn es heißt Teil 2 der Gitarren-Challenge. Bevor wir uns jetzt hier verabschieden voneinander, schreib mir doch in die Kommentare, was du in Zukunft sehen möchtest, wie du mit dieser Challenge klargekommen bist vor allem und wie du sowas findest, ob du davon mehr sehen möchtest. Abonniere den Channel und würde mich auch sehr freuen, wenn du nochmal hier unten in der Videobeschreibung unten reinklickst und schaust, was du mit dem Crashkurs da so anfangen kannst, der da unten ist. Ja, das ist nochmal eine sehr wichtige Grundlage zum Thema Gitarre, unabhängig von dieser Challenge. Bereite dich auf die Challenge aber auch sehr gut vor. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao.